herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin Selma. Das ist das Haus meiner Oma und nach ihrem Tod bin ich jetzt hier eingezogen. Kommt doch mal mit rein. Hier wohnt mein Onkel und ich wohne oben drüber. So, hier ist das Gäste-WC. Das war früher so, dass es auf halber Höhe ist. Ein Traum in rosa. Tada! Meine Oma ist 2015 im August gestorben und ich bin 2016 im November hier eingezogen. So ein Spruch von meiner Oma war immer ein bisschen schön, ein bisschen gut und nicht so teuer. Und das, ja, würde ich sagen, passt auch so zu meinem Einrichtungsstil. Na, dann gehen wir mal ins Wohnzimmer. Für mich war von Anfang an klar, dass der Tisch irgendwie so hier hingehört. Und dann habe ich im Nachhinein auf Fotos so entdeckt, dass es schon immer so war und dass bei großen Familienfesten der ganze Raum dann eine Tafel war bis zur anderen Raumseite. Dann wurde hier die Tür aufgeschoben, da war hier die Gut Stupp dahinter und das wurde aber nur für ganz besondere Anlässe dann aufgeschoben. Das ist ein Erbstück aus der Familie, mein schöner Wohnzimmerschrank. Ich schätze mal so 50er Jahre. Meine Mutter konnte mit dem gar nichts anfangen, aber jetzt findet sie ihn auf einmal auch schön, weil er hier so einen Platz hat einfach. Und da drüben ist dann auch noch das Sideboard passend dazu. Die Qualität, ne? Also da ist ja nichts dran. Auch schick, auch zeitlos, auch hübsch. Ja, hier habe ich die Wand so gestaltet, damit es halt nicht alles wie bei Oma aussieht, sondern auch noch ein bisschen was Modernes. Und ja, das kann man ja hier an der Wand ganz gut sichtbar machen. Also so Farbe ist auch so, was ich dann ja irgendwie, ich weiß nicht, in einem Raum spüre. Ja, das war für mich ein blauer Raum mit ein bisschen Orange. Eine Inspiration? Woher bekomme ich die? Ja, wenn ich was Schönes sehe, dann gucke ich, also immer im Köpfchen, wo ich das hinstellen könnte. Und dann, wenn es passt, ist gut. Wenn nicht, wird es wieder in den Keller geräumt oder verschenkt oder ja, verkauft. Na, dann gehen wir mal nach oben in die obere Etage und das Dach. Hier habe ich beim Renovieren die Tapete abgemacht und habe dann so Malereien entdeckt. Ja, ich weiß noch nicht, was da draus wird, aber ich habe es jetzt erstmal so gelassen. Das Haus wurde 1921 gebaut. Meine Urgroßeltern haben das bauen lassen und hinten dran, also nicht direkt anschließend, da ist noch ein kleines Gässchen, da ist dann der Garten und da hat man sich dann so früher selbst versorgt. Ja, so war das früher für Familien halt gedacht. So, hier oben sind 3 Räume. Hier sind wir jetzt gerade in meinem Büro. Dann kommt das Schlafzimmer und mein Ankleidezimmerchen. Das waren früher die 3 Kinderzimmer, wo mein Onkel, meine Tante und mein Vater gewohnt haben. Diesen Schreibtisch habe ich aus Heidelberg, da habe ich studiert und dann habe ich den sehr günstig bei einer Hausausräumung erstanden und dann wurde mir halt noch angeboten, ob ich nicht auch einen Schreibtischstuhl dazu haben wollte und dann zack, hatte ich den. Also, dass ich das alles mit so einem kleinen Portemonnaie so hinkriege, das macht mich irgendwie auch stolz. Also mein Schreibtisch für 20, mein Bett für 15 €. Für mich schließt sich Stilempfinden und ein kleiner Geldbeutel jetzt nicht aus.
Man muss nicht immer alles neu kaufen, sondern es liegt ja auch sehr viel Schönes im Alten und Unperfekten vielleicht auch. Ja, also da werde ich häufig von der älteren Generation, sage ich mal, gefragt, machst du das noch fertig oder ist dir da die Farbe ausgegangen? Aber ich wollte das genauso haben, weil ich es irgendwie ganz cool finde, dass da auch mal was einfach noch unfertig ist. Na dann geht's jetzt ins Badezimmer. Mir war wichtig hier im Zimmer, dass das noch ein bisschen was Altes hat, aber halt auch was Modernes mit den Fliesen. Da habe ich so eine Betonoptik gewählt und eine Musterfliese auf dem Boden. Das ist ein bisschen neu, ein bisschen alt. Auch mit den Türen sieht man es, dass ich da ganz, da ist der Rahmen gestrichen, da ist eine alte Tür, da ist eine neue Tür, da ist der Rahmen im Urzustand noch. So sind halt hier die Kontraste ganz gut sichtbar. Ich habe eine Kiste im Keller voller Seifen von meiner Oma, die ich alle aus den Schränken rausgefischt habe. Und mein Mitbewohner kam auf die Idee, aus diesen Seifen dann einen Fisch zu schnitzen. Hier wohnt mein Mitbewohner, der Manuel. Der wollte eigentlich nur für 3 Monate hier bleiben, aber jetzt sind es bereits 6 Jahre. Meine Küche ist noch ein bisschen renovierungsbedürftig, aber alles zu seiner Zeit. Ja, das ist mein schönes Küchenbuffet. Ziemlich gut erhalten. Das hat mal meiner Uroma gehört, aber das stand jahrelang bei meinen Eltern im Keller und ich bin immer dran vorbeigegangen und habe gedacht, oh mein Gott, das ist so schön. Und jetzt habe ich endlich hier in der Küche die Lösung gefunden, wie man das schöne Teil hier unterbringen kann. Es ist ziemlich noch gut erhalten. Klar, hier kleine Abplatzungen, aber ich bin einfach mal mit dem Polyboy drüber und fertig. Ich hatte mal so eine Zeit, wo ich immer wieder in den Keller gegangen bin und habe da rumgewuselt und dann halt immer wieder, was brauchst du, was hast du, was könnte wohin passen, und dann ist das hier hochgewandert. Ich war einmal im Küchenstudio und habe dann aber direkt gesagt, ja, ich will nur eine Arbeitsplatte, geht das? Aber dann wollte er mir direkt alles aus einem Guss und fancy und toll. Und da bin ich aber wieder raus und habe gedacht, nee, genau das will ich nicht. So, und hier ist eine Schiebetür. Das ist hier häufiger im Haus, dass man hier Schiebetüren eingebaut hat, und ja, die laufen auch immer noch wie am ersten Tag. Dadurch, dass das hier alles so lange dauert, muss ich halt auch damit zurechtkommen, dass es halt noch unfertig ist und dass es nicht perfekt ist. Es wird auch nie perfekt, weil wenn es jetzt hier fertig ist, dann fängt es irgendwo wieder von vorne an. Ja, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen zusammen mit meinem Beruf als Theaterpädagogin und Schauspielerin, dass ich sehr den Prozess liebe, und ich habe vielleicht auch ein bisschen Angst vor einer Fehlentscheidung. Meine Oma wird hier rumgehen und sagen, ach wie schön, ein bisschen schön, ein bisschen gut und nicht so teuer. Sehr schön. So, das war meine Roomtour. Wenn ihr noch mehr spannende Häuser sehen wollt, dann klickt doch mal hier oder abonniert den Kanal. Tschüss!